Nirgends in der Welt waren die Wiesen so grün, nirgends blühte der Löwenzahn so schön gelb wie bei uns in der Lausitz. Die Erde duftete nach frischem Brot. Und manchmal flatterten die Fahnen des Kurfürsten von Sachsen darüber hin. Denn immer war irgendwo Krieg auf der Welt. Und immer wurden Soldaten dafür gebraucht. Regimenter um Regimenter marschierten vorbei, dass die Erde dröhnte. Ich war frei wie ein Vogel, der aus dem Nest gefallen ist. Mutterseelenallein war ich, ohne Eltern und ohne Dach. So irrte ich in der Lausitz umher, bisweilen in großer Eile, weil der Kurfürst von Sachsen das Betteln und Vagabundieren verboten hatte, was allerdings nur die Hunde ernst nahmen. Übrigens heiße ich Krabat. Alles, was ich besitze, sind meine Kleider und meine Freiheit. Ich liebe das Stückchen Land hier, in dem ich lebe. Und wenn es nach mir geht, dann werde ich hier auch bleiben. Für immer und für alle Zeit. Mir gefiel dieses freie Leben. Doch auch bei uns scheint nicht immer die Sonne. Auch in der Lausitz geht eines Tages der längste Sommer zu Ende. Und aus ist es mit den guten Zeiten für unsereinen.
Ich schlief wie erschlagen. Aber ich war nicht allein unter diesem Dach. Da steckten ja noch 2 andere Betteljungen im Heu. Jetzt waren wir also zu dritt. Und weil das Dreikönigsfest vor der Tür stand, fassten wir einen Plan. Man will ja nicht ständig mit leerem Magen herumlaufen. 3 Könige sind wir wohl bekannt, Könige aus dem Morgenland, Könige aus dem Morgenland. Einer ist schwarz und 2 sind weiß, nach Bethlehem geht unsere Reis. Nach Bethlehem geht unsere Reis. Nach Bethlehem steht uns der Sinn. Unter dem Stern, da ziehen wir hin. Unter dem Stern, da ziehen wir hin. Unter dem Stern, da ziehen wir her. Der Hunger, ach, der plagt uns sehr. Der Hunger, ach, der plagt uns sehr. Der Hunger, ach, der macht uns Not. Gebt uns, ihr Leut, ein Stücklein Brot. Gebt uns, ihr Leut, ein Stücklein Brot. Gebt uns, ihr Leut, ein Stücklein Wurst. Gebt uns ein Schlücklein für den Durst. Gebt uns ein Schlücklein für den Durst. Was ihr uns gebt, wir nehmen es gern. Im Namen Christi, unseres Herrn. Im Namen Christi, unseres Herrn. Abends nahmen wir an der königlichen Tafel Platz und nach Tisch legten wir uns im königlichen Schlafgemach zur Ruhe nieder. Platz war genügend da und für gute Lüftung war auch gesorgt. Krabat. Wer rief da nach mir? Woher kannte er meinen Namen? Krabat, folge mir in die Mühle am schwarzen Wasser. Es wird nicht zu deinem Schaden sein, Krabat. Krabat, gehorche der Stimme des Meisters, gehorche ihr. Am Dorfrand kam mir ein alter Mann entgegen. Als ich ihn nach der Mühle am schwarzen Wasser fragte, beschwor er mich zur Umkehr. Er warnte mich, es sei nicht geheuer dort, in der Teufelsmühle. Lass dir nichts aufschwatzen, Krabat. Gehorche mir. Komm herein.
bist du endlich, Krabat? Die Stimme des Raben, der mich hierher gerufen hatte. Ich bin hier der Meister. Das Müllerhandwerk kannst du bei mir erlernen, aber auch alles andere. Abgemacht? Die Mühle, nun mal sie wieder. Während der ersten Nacht, die ich in der Mühle verbrachte, konnte ich kein Auge zutun. Wem mochten wohl die 11 leeren Betten gehören? Hausten hier noch andere außer mir? Offenbar waren es Gesellen oder Lehrjungen wie ich. Aber wo steckten sie? Außer dem Meister und mir schien es weit und breit keine lebende Menschenseele zu geben in dieser Mühle. Am nächsten Morgen hatte ich endlich Gelegenheit, meine Mitgesellen kennenzulernen. Der Älteste hieß Tonda. Dann kam Michal. Dann Juro, der für uns alle kochte. Ein guter Junge, aber ein bisschen dumm. Lüschko war ein Schnüffler, der spionierte im Auftrag des Meisters den anderen nach. Honsa war der stärkste von allen. Es folgten der schweigsame Kubo, der spöttische Andrusch und schließlich Staschko und Merten. Es waren ihre 11 und ich war der 12. und Jüngste. So wurde ich Lehrjunge auf der Mühle am Schwarzen Wasser. Die Arbeit, gewiss, war kein Honiglecken für mich, aber ich hatte endlich ein Dach überm Kopf und jeden Tag satt zu essen. Das war mehr, als ein Betteljunge sich wünschen konnte. Die Zeit verging mir im Flug bei der vielen Arbeit und bald kam der Frühling wieder ins Land. Von allen Bewohnern der Mühle war keiner mir so verhasst wie der hässliche Kater. Keinen Augenblick hatte ich Ruhe vor ihm. Überall lauerte er. Und nichts entging ihm. Einmal geriet ich in solche Wut, dass ich mich nicht mehr halten konnte. Dass sich der Meister sehr darüber geärgert hat, habe ich sofort gemerkt. Nach dieser schlimmen Geschichte entschloss ich mich, aus der Mühle davonzulaufen.
Ich würde schon irgendwie durchkommen in der Welt. Die ganze Nacht war ich auf den Beinen. Ich lief und lief. Erst als die Mühle am Schwarzen Wasser meilenweit hinter mir lag, machte ich eine kurze Rast. Marsch an die Arbeit, Krabat! Was ich bisher nur geahnt hatte. Jetzt fand ich es bestätigt. Ich war in eine Zaubermühle geraten. Bald sollte ich mehr darüber erfahren. Krabat, seit einem Vierteljahr bist du nun hier auf der Mühle. Die Probezeit ist bestanden. Ein Lehrjunge bist du bisher gewesen. Von jetzt an sollst du mein Schüler sein. Tritt jetzt näher, Krabat. Anfangs wusste ich mir keinen Rat. Das Blut erstarrte mir in den Adern bei dieser Verwandlung. Wie fliegen die Vögel eigentlich? Ich war völlig hilflos. Bald aber kam ich dahinter, wie man es machen muss. Gar nicht so übel, fand ich. Damals wusste ich noch nicht, dass ich dem Meister von jetzt an gänzlich verfallen war. Mit Leib und Seele, auf Leben und Tod. Hinsetzen! Du musst wissen, Krabat, dass du in einer schwarzen Schule bist. Man lernt hier nicht lesen, schreiben und rechnen. Hier lernt man die Kunst der Künste. Das Zauberbuch auf dem Tisch da ist der Korrektor, der Höllenzwang. Es enthält alle Zaubersprüche der Welt, aber nur ich allein darf darin lesen. Weil ich der Meister bin. Euch Schülern ist es verboten, darin zu lesen. Verboten. Merkt ihr das, Krabat? Und jetzt gebt Acht. Ich lehre euch eine neue Zauberformel. Eine, die euch von ganz besonderem Nutzen sein kann.
So war ich aus einem Müllerburschen also zum Zauberlehrling geworden. Wer hätte es unserer Mühle von außen wohl angemerkt, dass sie in Wirklichkeit eine schwarze Schule war? Der Meister hielt uns in strenger Zucht. Niemals durften wir ohne seine Erlaubnis die Mühle verlassen. Manchmal indessen sandte der Meister uns aus, um zu prüfen, wie weit wir es in der schwarzen Kunst schon gebracht hatten. Mich hat er einmal zusammen mit Tonda ins nächste Städtchen geschickt. Ich war nicht besonders erbaut davon, weil Tonda mich auf dem Viehmarkt als Ochsen verkaufen sollte. Das war nicht gerade nach meinem Geschmack. Aber als Lehrjunge muss man sich eben manches gefallen lassen. Jedenfalls war das damals so. Auf dem Viehmarkt erregte Tonda sofort großes Aufsehen mit mir. Was für ein Prachtstück von einem Ochsen muss ich gewesen sein. Die Viehhändler beguckten mich von allen Seiten und überboten sich gegenseitig im Preis. Aber Tonda schüttelte bloß den Kopf. Was sie auch boten, es war ihm zu wenig. Ich gab mir schreckliche Mühe, einen richtigen, guten Ochsen zu spielen. Die Angebote der Händler stiegen und stiegen. Schließlich bot Ochsenblaschke aus Kamenz einen ganzen Beutel voll Silbertalern für mich. Da schlug Tonda ein. Und so wurde ich auf dem Viehmarkt an Ochsenblaschke aus Kamenz verkauft. Endlich erblickte Ochsenblaschke ein Gasthaus. Von weitem schon tat er dem Wirt seine Wünsche kund. Schweinsbraten, Knödel und Kraut für mich und Bier! Und für den Ochsen ein Bündel Heu. Nein, für mich auch ein Braten, bitteschön, und auch ein Bier. Und wie die beiden das hörten, ein Ochse mit menschlicher Stimme, hätte sie fast der Schlag getroffen. Ich finde, die Prüfung haben wir gut bestanden. Der Meister kann zufrieden sein mit uns. Am Kar-Samstag sandte der Meister uns abermals aus. Und zwar diesmal alle. Je 2 von uns sollten die Osternacht miteinander verbringen, jeweils an einem Ort, wo vormals ein Mensch gewaltsam zu Tode gekommen war. Tonda und ich mussten lange suchen. Da und dort war man uns schon zuvor gekommen. Also weiter. Hier gefiel es mir auch nicht besonders. Aber wenigstens hatten wir eine schöne Aussicht aufs nächste Dorf. Wie lang schon hatte ich keine Glocken mehr läuten hören. Genauso hatten die Osterglocken bei uns zu Hause geklungen, in meiner Kinderzeit. Und wieder sehnte ich mich zurück zu den Menschen. Mir
Seit diesem Ostermorgen ging mir das Mädchen nicht mehr aus dem Sinn. Ich kannte nicht mal ihren Namen. Für mich war sie die Kantorka, einfach das Mädchen, das gesungen hatte. Die Zeit in der Zaubermühle verging wie im Fluge. Schon war fast ein Jahr vorbei. Aufs Neue nahte das Weihnachtsfest. Und gerade in diesen Tagen musste ich immer wieder an die Kantorka denken. Fort damit! Für sowas haben wir keinen Platz hier. Es waren seltsame Weihnachten. Eines Morgens entdeckte ich einen Sarg im Schuppen, als ob auf der Mühle jemand gestorben wäre. Dann sah ich Tonda. Er ging doch nicht etwa hinaus, um ein Grab zu schaufeln. Ich rief ihn an. Aber Tonda, mein bester Freund auf der Mühle, ging weiter, als ob er mich nicht gehört hätte. Ich versuchte herauszubringen, was das alles bedeuten sollte, aber vergebens. Überall spürte ich nichts wie Spannung und Angst. Die Müllerburschen, so schien es, hatten die Sprache verloren. Die Stunde der großen Prüfung ist angebrochen. Hier kann nur einer Meister sein. Ich oder du? Wer von uns beiden im Kampf unterliegt, auf den wartet der Sarg. Mit Tondas Tod war die Mühle stehen geblieben. Und alle wussten, dass sie erst dann wieder mahlen wird, wenn für Tonda Ersatz gekommen ist, wenn wir abermals vollzählig sind. Der Meister brauchte nicht lange auf den Neuen zu warten. Betteljungen gab es genug in der Lausitz. Einer von ihnen wird sich schon finden, der bei ihm Zuflucht sucht. Vor dem Hunger und vor der Kälte. Das Netz war gespannt. Und die Beute fing sich darin.
Die Mühle, nun malt sie wieder. Am nächsten Tag war ein neuer Lehrling da. Niemand wusste, woher er gekommen war, und wir fragten auch nicht danach. Der Neue hieß Witko. Genauso wie er hatte jeder von uns einmal angefangen auf dieser Mühle. Auch er brachte einen Bärenhunger mit. Das war nicht zu übersehen. Mit Witkos Ankunft begann das Leben in der Mühle wiederum seinen gewohnten Lauf zu nehmen. Bald sollte auch Witko erfahren, wohin er geraten war. Es erschien ihm zwar manches sonderbar auf der Mühle, aber er ließ sich nicht bange machen davon. Und ehe er richtig begriffen hatte, was los war, da hatte der Meister ihn schon zum jüngsten Schüler gemacht in der Schwarzen Schule. Aufgepasst! Ich lehre euch heute einen probaten Zauber. So verwandelt man einen gewöhnlichen Kiefernzapfen in kostbaren Schmuck. Aber nehmt euch in Acht. Sobald eine Stunde ist, verliert der Zauberspruch seine Wirksamkeit. Und der Zapfen wird wieder zu dem, was er war. Was für einen Wert konnte ein solcher Zauber schon haben? Aber da kannte ich unseren Meister schlecht. Nach der feierlichen Audienz vor dem Throne seiner kurfürstlichen Durchlaucht bot der Meister der erlauchten Hofgesellschaft sein Geschmeide an. Die Damen begannen zu jauchzen. Sie konnten sich nicht satt sehen an den Kostbarkeiten. Jede von ihnen wollte eines dieser schönen und wertvollen Schmuckstücke anprobieren. Anprobieren und nicht mehr ablegen. So mancher der Herren Kavaliere sah sich gezwungen, tief in den Beutel zu greifen. Tiefer vielleicht, als ihm lieb war. Der Meister konnte mit seinem Geschäft zufrieden sein. Aber was würde geschehen, wenn die Stunde war? Noch 5 Minuten. Dann werden sie Tannenzapfen an ihren erlauchten Hälsen tragen. Und wir? Mit uns wird man kurzen Prozess machen. Aber der Meister wusste auch diesmal Rat. Er hielt einfach die Zeit an. Im Nu erstarrte die Hofgesellschaft zu Stein. Und wir beide konnten uns ungehindert mit unserer Beute davonmachen.
viel Gold man doch mit ein paar alten Tannenzapfen verdienen kann, wenn man den richtigen Spruch kennt. Wieder wurde es Frühling und abermals nahte das Osterfest. Auch diesmal schickte der Meister uns wieder aus, am Kar-Samstag, wie es Brauch war bei uns in der Schwarzen Schule. Wir sollten die Osternacht wiederum unter freiem Himmel verbringen, an einem Ort, wo im Lauf der Jahre ein Mensch gewaltsam zu Tode gekommen war. Diesmal war ich mit Juro zusammen ausgesandt worden, aber ich hatte keine Lust, der Weisung des Meisters zu folgen. Mich zog es ganz woanders hin. Das Herz schlug mir bis zum Halse, als ob ich geahnt hätte, dass sich heute, in dieser Osternacht, mein ganzes weiteres Schicksal entscheiden würde. Weil die zwei da zu spät gekommen sind, wiederhole ich's noch einmal. Wer sich der schwarzen Kunst verschreibt, ist ihr mit Leib und Seele verfallen. Sein Herz gehört nicht mehr ihm. Wenn er es dennoch verschenken will, mag er sich lieber gleich das Grab schaufeln. Wer von euch beiden ist es gewesen, der sich mir widersetzt hat? Antworte, Krabat. Antworte, Juro. Na schön, wie ihr wollt. Das werdet ihr noch bereuen. Der Meister hatte eine grausame Strafe für uns. Er verwandelte Juro in ein Pferd und ich sollte den Gaul um 50 Gulden verkaufen. Der arme Juro, nun war er wohl für den Rest seines Lebens dazu verurteilt, Hafer zu fressen, weil er ja viel zu dumm war, um sich jemals wieder in einen Menschen zurückverwandeln zu können. Da musste ich wohl ein bisschen nachhelfen. Kurz entschlossen tauschten wir unsere Rollen. Ich sorgte dafür, dass aus Juro wieder ein Mensch wurde und aus mir ein Pferd. Juro soll mich getrost verkaufen. Ich werde mir hinterher schon zu helfen wissen. Das ist ja für mich ein Kinderspiel. Und der Meister wird nichts erfahren. Auf dem Platz vor dem Rathaus hielten wir an. Aber der Marktplatz war leer und verlassen. Das hatten wir nicht erwartet. Plötzlich tauchte ein Käufer auf und bot Juro auf Anhieb 50 Gulden für mich. Ach du dummer Juro, hättest du bloß ein bisschen genauer hingeschaut, wem du mich da verkauft hast. Versuch nie wieder, mich zu betrügen, Krabat. Dies war die letzte Warnung.
Ach, dass du wieder ein Mensch wärst. Hast du verstanden? Grabat! Einmal musste der Meister auf ein paar Tage verreisen. Unsere schwere Arbeit ging unterdessen weiter, und trotzdem lebte es sich in der Mühle am Schwarzen Wasser plötzlich bedeutend freier und lustiger. Ich kam mir vor wie im Traume. Ständig musste ich an die Kantorka denken. Und wenn ich versuchte, sie wiederzusehen, wie man auf Flügeln fliegt, hatte ich ja gelernt. Nur Juro sah, wie ich heimlich die Mühle verließ. Dieser Tag war ein Glückstag für uns. Obgleich wir noch nie miteinander gesprochen hatten, erkannte sie mich sofort. Wir brauchten auch jetzt keine Worte, um miteinander zu sprechen. Nur mit den Augen sprachen wir. Plötzlich hörte ich Juros Stimme. Er warnte mich. Er rief mir zu, dass der Meister zurück sei. Jetzt nichts wie zurück in die Mühle, damit ich nur ja die Kantorka nicht in Gefahr brachte. Wir flogen vorsichtshalber recht tief auf die Mühle zu. Wald und Buschwerk boten uns Deckung. Wir hatten Glück. Der Meister erwartete uns in Gestalt eines Raubvogels. Während er seine Krallen wetzte, gelang es uns, unbemerkt hinter ihm in die Mühle hineinzuschlüpfen. Es gibt kein Geheimnis, Krabat, das du vor mir verbergen könntest. Wer ist das Mädchen? Wenn ich sie finde, ist es um sie geschehen. Mir hast du dich verschrieben, mit Leib und Seele. Und mir gehörst du für alle Zeiten. Mir ganz allein. In dieser Nacht fasste ich den Entschluss, der Zaubermühle für immer den Rücken zu kehren. Es muss einen Weg in die Freiheit geben, auch hier. Und es gibt nur einen. Ich werde den Meister im offenen Kampf überwinden müssen. Das wird nicht leicht sein. Ob Juro mir dabei helfen kann?
In Wahrheit war Juro klüger als alle Mitgesellen zusammen. Er hatte sich nur verstellt. Hier lag der Koraktor vor uns, das Zauberbuch. Von jetzt an nützten wir jede Gelegenheit, um heimlich daraus zu lernen. Wenn ich den Meister besiegen wollte, dann musste ich für den Tag des Kampfes gerüstet sein. Diesmal hatten wir einen frühen Winter. Die ganze Lausitz war tief verschneit und alle Menschen freuten sich auf das Weihnachtsfest. Nur wir in der Mühle am Schwarzen Wasser verfielen wieder in Sorge und Ungewissheit. Wie immer erwartete einen von uns am Jahresende ein unausweichliches Schicksal. Diesmal war es Michael, der an die Reihe kam. Nimm die Schaufel. Es ist ein Grab zu graben. Für wen wird sich bald erweisen. Michael! Michael, kehr um! Lass gut sein, Krabat. Die Prüfung, die mir bevorsteht, lässt sich nicht abwenden. Jedem von uns schlägt einmal die Stunde. Michael, bist du bereit?
Michael war tot. Und wieder einmal stand die Mühle still. Aber nicht für lange. Ein neuer Lehrjunge kam herbeigestapft durch den tiefen Schnee. Am anderen Morgen besahen wir uns den Neuen. Den kannte ich doch von früher her. War das nicht Lobosch, der lustige kleine Mohrenkönig von damals? Weit lag das schon zurück. Und ich hatte nun einen Grund mehr, weshalb ich den Meister auf jeden Fall überwinden musste. Und wieder war ein Jahr vorbei. Im März begann es zu tauen. Ich machte mir das Hundewetter zunutze und verschwand in der Finsternis aus der Mühle. Es zog mich zur Kantorka. Der Gedanke an sie gab mir Mut und Kraft. Draußen wütete der Sturm ums Haus. Sie schlief ruhig und fest. Einmal, dachte ich, werden wir uns von niemandem mehr verstecken müssen. Und das wird schön sein. Ich hatte die Zeit vergessen. Es war wie im Traum. Schon graute der Morgen wieder. Schon musste ich in die Mühle zurück zu den anderen. Der Meister hatte auch diesmal auf mich gewartet. Er wollte mich endlich einmal auf frischer Tat ertappen. Auf ihn war in solchen Dingen Verlass. Es verging keine Nacht mehr, in der uns der Meister nicht nachspionierte. Während er auf der Lauer lag, huschten wir in die verbotene Stube. Auf der letzten Seite des Zauberbuches entdeckten wir eine Formel, die wir uns nicht erklären konnten. Liebe ist stärker als alle Zaubermacht. Das verstanden wir nicht. Und es blieb uns auch wenig Zeit, um darüber nachzudenken. Von jetzt an verfolgte mich die geheimnisvolle Formel aus dem Korrektor auf Schritt und Tritt. Konnte ein Mädchen etwa mit ihrer Liebe den Meister besiegen? Wie hätte ich das von der Kantorka jemals verlangen können? Der Kampf mit dem Meister war meine Sache allein. Und basta. Alles, was ich ihr sagen wollte, hatte ich mir genau zurechtgelegt. Jetzt aber, als wir wieder beieinander waren, brachte ich kein Wort heraus.
Schah! 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 Nein, der Meister hatte kein Glück mit uns. Ich hatte oft genug im Korrektor studiert. Diesmal wusste ich mir zu helfen. Wer von euch wagt es, in die verbotene Kammer zu schleichen? Ich werde schon herausfinden. Juro bleibt hier. Die anderen brauche ich jetzt nicht mehr. Juro, du kommst mit. Ich werde dir eine Aufgabe stellen. Da geht es um Kopf und Kragen. Kaum hatte der Meister die Mühle verlassen, da hielt es auch mich keinen Augenblick länger dort. Es war eine schöne Mondnacht. Ich konnte mir keine schönere wünschen für uns. Aber auch diesmal mussten wir auf der Hut sein. Sonst würde der Meister... Nur gut, dass ich zaubern konnte. Es gab auch für diese Gelegenheit einen Spruch, der mir wie gerufen kam. Der Meister suchte umher und fand uns nicht. Er ahnte wohl, dass wir irgendwo in der Nähe waren, aber was half ihm das? Nur der Mond hätte ihm verraten können, wo wir geblieben waren. Der aber schwieg sich beharrlich aus. Der Meister gab sich noch nicht geschlagen. Am anderen Morgen rief er mich in die schwarze Kammer. Du machst Fortschritte, Krabert. Vom Zaubern verstehst du mehr, als ich dachte. Ich werde dir eine Aufgabe stellen, die deiner würdig ist. Wehe, wenn du versagst. Der Meister befahl mir, in Rabengestalt nach Ungarn zu fliegen. Dort führte die kaiserliche Armee gerade mal wieder Krieg mit den Türken. Im Hauptquartier sollte ich weitere Order entgegennehmen. Nach langem Flug erreichte ich endlich das Feld, das sie das Feld der Ehre nennen. Im Heerlager angekommen, begab ich mich unverzüglich zum Kommandanten. Was denn? Ich sei ein Zauberer, der Ihnen gegen den türkischen Sultan helfen wollte? Anfangs glaubte der General mir nicht. Seine Offiziere lachten mich schallend aus. Nun, es fiel mir nicht schwer, sie zu überzeugen. Ich kam ihnen übrigens wie gerufen. Die Türken hatten den Marschall von Sachsen gefangen genommen. Ob ich imstande wäre, ihn zu befreien und wieder ins Lager der Kaiserlichen zurückzubringen. Und ob ich dazu imstande war. Im Türkenlager standen die Zelte so dicht beisammen wie Pilze nach einem Sommerregen. Wo mochte der Marschall von Sachsen stecken? Vermutlich in jenem großen Zelt dort. Aber das große Zelt war das Zelt des Sultans. Verzeihung, das hatte ich nicht gewollt. Ich hätte mich gern entschuldigt, aber mir blieb keine Zeit dazu.
Dieser Posten kam mir verdächtig vor. So streng konnte nur ein gefangener Marschall bewacht werden, oder? Nun hieß es schlau sein. Irgendwie musste man dem gefährlichen Burschen beikommen können. Ich verwandelte ihn in ein Mäuschen. Ein harmloses, kleines Mäuschen. Nun mochte er ruhig weiterwachen, solange er wollte. Endlich gelang es mir doch, den gefangenen Marschall von Sachsen aufzuspüren. Die Wächter waren bis an die Zähne bewaffnet. Es würde nicht leicht sein, den Marschall lebend aus ihrer Mitte herauszuholen, wenn man nichts von Zauberei verstand. Aber ich konnte ja zaubern. Nun musste sich zeigen, was ich gelernt hatte. Schon hielt ich das Spiel für gewonnen. Aber ich hatte mich leider zu früh gefreut. Der Sultan hatte uns seinen eigenen Zauberer auf den Hals gehetzt, der mir den Marschall von Sachsen wieder entreißen sollte. Aber War das nicht Juro gewesen? Das Blut erstarrte mir in den Adern. Auf ihn hatte ich geschossen. Auf ihn, meinen besten Freund. Jetzt wurde mir klar, welch teuflisches Spiel der Meister mit uns gespielt hatte. Juro und ich, wir hätten uns gegenseitig vernichten sollen. Aber mir blieb keine Zeit, um darüber entrüstet zu sein. Der arme Juro war schwer verwundet. Ich musste ihn retten. In Raben verwandelt, traten wir miteinander den Rückflug an. Den Marschall von Sachsen hatte ich in der Aufregung völlig vergessen. Mochte er für den Rest seines Lebens Gras fressen. Was ging mich das an? Immer noch besser, als Krieg zu führen. So rasch wir konnten, flogen wir in die Lausitz zurück. Das dauerte viele Tage und Nächte lang. Als wir ans Ziel kamen, war es abermals Winter geworden. Der Meister erwartete uns bereits. In der Hand die Schaufel. Verloren, Krabat, du hast nicht bestanden. Noch jetzt irrt der arme Marschall als Gaul in Ungarn herum. Nimm die Schaufel und grab dir damit ein Grab. Das wird deine letzte Arbeit sein.
Weißt du nun, wer von uns beiden der Meister ist? Ich bin der Meister. Der Kampf war entschieden. Und ich war es, der ihn verloren hatte. Was mich erwartete, war das Schicksal von Tonda und Michal. Nur Juro hoffte noch immer auf eine Rettung. Er flog davon. Wie hatte es im Koraktor geheißen? Liebe ist stärker als alle Zaubermacht. Was willst du von mir? Gib mir meinen Müllerburschen. Den kenne ich nicht. Es ist Krabat, der, den ich lieb habe. Kennst du ihn überhaupt? Dann wirst du ihn unter den anderen herausfinden. Gut. Gelingt dir das, ist er frei. Und wenn nicht, sterbt ihr beide noch diese Nacht. Marsch in die schwarze Kammer mit euch und schön in die Reihe. Bleibt, wo ihr seid. Und dass keiner mehr einen Mucks macht. Sonst ist es um sie geschehen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Jetzt bestand keine Hoffnung mehr. Langsam schritt sie an mir vorbei. Es war mir, als müsste mein Herz zerspringen, aus Angst um ihr Leben. Es ist dieser da. Bist du sicher? Ich habe gefühlt, dass er Angst hatte. Angst um mich. Daran habe ich ihn erkannt. Dann traten wir alle hinaus in den hellen Tag. Nun hatten wir unsere Freiheit wieder. Die Zaubermühle verbrannte zu Schutt und Asche. Der Meister war überwunden für Zeit und Ewigkeit. Liebe ist stärker als alle Zaubermacht. Dies war das Ende aller bösen Gewalt. In dem Augenblick, da der Koraktor in Flammen aufging, war es geschehen um alle Zauberkünste. Was uns der Meister gelehrt hatte in der schwarzen Kammer, nun war es für alle Zeiten damit vorbei. Als ganz gewöhnliche Müllerburschen zogen wir unseres Weges. Und das war gut so.